Jo Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist heute mal kein Video, was irgendwie ein Vlog ist oder irgendwie was, wo ich euch mitnehme, sondern einfach mal ein schönes, gutes, altes Labervideo. Und zwar ist das Thema Zweifel und Ängste auf dem Transweg. Weil ich glaube, das betrifft nicht nur mich, sondern wirklich mehr Leute, als man so denkt. Genau, und deswegen fangen wir einfach mal an. Wie fühlen sich überhaupt diese Zweifel an? Also ich spreche natürlich nur aus meiner Sicht, wie es sich für mich anfühlt und kann da jetzt von niemand anderen sprechen, aber so ist es eben, wie ich mir das denke, wie die Zweifel quasi aussehen und wie sie sich für mich anfühlen. Und zwar sind diese Zweifel für mich wie so ein dicker Brocken zusammengepresst und total ineinander verhaftet. Also die hängen alle miteinander irgendwie zusammen und die lassen sich halt nicht lösen. Zumindest, wenn man nichts dagegen macht. Ich werde gleich noch darauf eingehen, was man gegen Zweifel machen kann oder was ich dagegen mache. Dieser Brocken hier, der ist so stabil, der lässt sich nicht lösen. Aber in der Mitte, quasi wenn man das aufbricht, ist der Kern. Und dieser Kern ist wie die Wahrheit. Also quasi die Lösung für das, wo du nicht weißt, warum habe ich da jetzt Zweifel, warum habe ich Ängste. Und was ist überhaupt die Antwort zu diesen ganzen Fragen? Jetzt haben wir über die Zweifel geredet, wie sie aussehen, wie sie sich anfühlen. Aber jetzt wollt ihr vielleicht noch wissen, oder ich erzähle es euch halt einfach, was das denn überhaupt für Zweifel sind. Also ich meine, das muss ja auch irgendwie einen Grund haben. Man muss ja über etwas nachdenken erstmal, damit sich Zweifel aufbauen können. Und ich werde euch jetzt aber einfach nur die zwei prägnantesten sagen, die mir halt so am meisten durch den Kopf gehen und die wahrscheinlich auch so am wichtigsten sind in der Entscheidung, die man halt am Ende trifft. Der erste wichtige Zweifel ist, dass ich eben, oder es ist eher eine Angst, dass ich eben keine Entscheidungen treffen möchte, die ich in 10 Jahren bereue. So, ich zweifle an mir selbst, indem ich mir nicht zutraue, im Moment eine Entscheidung zu treffen, bei der ich weiß, okay, du wirst auch noch weiß ich nicht, dein ganzes Leben halt damit glücklich sein. Irgendwie, ich weiß nicht, ich traue mir da einfach nicht so über den Weg. Ja, der zweite Zweifel, der auch ziemlich oft durch meinen Kopf geht, dazu muss ich aber eine kurze Vorgeschichte erzählen. Und zwar, wie das überhaupt alles angefangen hat, wie bin ich auf das Thema gekommen. Und zwar habe ich vor 3 Jahren ungefähr ein Video über einen Transjungen gesehen und dachte mir halt so, okay, das klingt einfach mega interessant. Ich dachte mir jetzt nicht sofort so, wow, das bin ich. Aber ich wusste, okay, irgendwas fasziniert mich daran. Und ich musste halt unbedingt mehr Videos dazu sehen, mehr Informationen darüber raussuchen. Und dadurch bin ich wie in so eine Art Suchtverhalten gekommen. Das kann man wirklich so beschreiben. Ich habe richtig exzessiv jeden Tag 1 Milliarde Videos geguckt auf YouTube und alles gegoogelt, jeden Begriff. Ich wollte alles wissen. Das ist eben so eine Sache, wo ich mir denke, sind das meine Gedanken? Oder habe ich mir quasi selber eingeredet, ich wäre genauso, weil ich mir eben diese Videos angeguckt habe und wirklich das schon ziemlich krass konsumiert habe, diesen Content. Ja, sind das meine Gedanken oder ahme ich nur andere Leute nach und ihre Gedanken? Denke ich nur, ich würde das denken, was die denken? Und bilde ich mir irgendwie nur ein, ich hätte Dysphorie oder wie ist das? Das sind auf jeden Fall so meine beiden Hauptzweifel. Den zweiten, weiß ich nicht, kann man halt jetzt nicht mehr rückgängig machen. Ich habe es halt so damals gehandhabt. Deswegen kommen wir jetzt auch erstmal zum nächsten Punkt. Und zwar, warum hat man überhaupt Zweifel und Ängste? Was hat das für einen Sinn? Warum blockiere ich mich selber so damit, mich mit Zweifeln und Ängsten zu beschäftigen, wenn ich nicht einfach direkt die richtige Lösung vor mir haben könnte? Bei mir ist ein ganz wichtiger Punkt auf jeden Fall, dass bei mir so ein bisschen der Rückhalt fehlt. Nicht der freundschaftliche, auf keinen Fall. Da habe ich genug Leute, die da hinter mir stehen und zu denen ich immer kommen kann. Aber eben, was das andere Umfeld angeht. Naja, aber egal, ich will auch nicht lange drauf eingehen. Auf jeden Fall ist das halt so eine Sache, die mir halt eben auch Zweifel macht, so, oder Ängste vor allem. Kann ich das wirklich alleine durchstehen, wenn bestimmte Leute, die mir sehr wichtig sind, nicht hinter mir stehen oder nicht 100%ig auf jeden Fall. Und falls es nicht die richtige Entscheidung ist, kann ich wieder zurückgehen und kann ich quasi wieder zu diesen Leuten zurückkommen und sagen, hey, das war nicht das Richtige und ich brauche jetzt eure Hilfe, weil irgendein anderes Problem habe ich ja. Ich meine, warum sollte ich mich sonst so krass mit diesem Thema beschäftigen?
was hat das jetzt für eine Ursache, wenn es nicht trans ist? Dann ist natürlich auch ein Grund für die Angst der Gedanke, dass diese Transition kein Klacks ist. So, das kann man nicht mal eben auf die leichte Schulter nehmen. Das sind Jahre oder ich würde sogar behaupten, dein ganzes Leben lang beschäftigst du dich mit diesem Thema. Natürlich wird es gegen Ende hin immer weniger und du denkst halt weniger drüber nach. Aber es ist ein beschwerlicher Weg und schaffe ich das? Also das ist eben auch so eine Angst. Schaffe ich es, diesen Weg zu gehen? An sich sage ich mir aber dann immer, guck mal, Zweifel und Ängste sind eigentlich was total Natürliches und sogar was Gutes in den meisten Fällen. Bei mir hat es mittlerweile einen Punkt erreicht, wo ich mir denke, nein, das sind keine normalen Ängste und Zweifel mehr, die mir helfen, rationale Entscheidungen zu treffen. Aber an sich helfen dir solche Gedanken, so auch Zweifel und alles, dir erstmal zu sagen, okay, warte mal ganz kurz, bevor du jetzt irgendeine Entscheidung triffst, warte ab und guck erstmal, beschäftige dich erstmal genau mit der Problematik und dann triffst du eine Entscheidung, anstatt halt einfach nur stracks gegen die Wand zu rennen und vielleicht dann am Ende festzustellen, okay, das war jetzt absolut nicht das Richtige. Ja, aber ich denke mal, niemand, der den Weg gegangen ist, hat sich niemals solche Fragen gestellt. Das ist halt einfach was Natürliches. So, und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, gut, jetzt haben wir erfahren, wie du über deine Zweifel denkst, was die Zweifel sind und was sie für einen Grund haben. Aber wir wissen jetzt noch nicht, was man jetzt dagegen tun kann. Das habe ich ja am Anfang des Videos erwähnt. Das ist jetzt kein Tipp, wo ich sage, wow, der eröffnet dir alle Türen und du weißt direkt, was Sache ist. Also der einzige Tipp, den ich da wirklich habe, das ist auch, glaube ich, der einem am meisten weiterhilft und der vor allem einem in einer Situation weiterhilft, in der ich jetzt gerade bin, wo mir es einfach nicht mehr hilft, mich zu informieren, weil ich weiß alles, was ich wissen muss und trotzdem bin ich noch nicht weitergekommen. Ja, da ist, glaube ich, dann der einzige Tipp, Erfahrung machen. So, wenn ihr euch Dinge nicht hypothetisch überlegen könnt und nicht denken könnt, wie wäre es jetzt, wenn ich Testo nehmen würde? Oder wie wäre es jetzt, wenn ich die Must-Tag machen würde? Oder wie wäre es generell, mal als Mann oder als nicht-binärer Mensch in der Gesellschaft zu leben? Und da sage ich euch, probiert es einfach aus. So, fangt mit den kleinen Dingen an, wenn ihr euch nicht traut, euch direkt zu outen. Das muss ja auch überhaupt nicht sein. Ich bin zum Beispiel erst vor einem Jahr das erste Mal auf die Männertoilette gegangen, obwohl ich mich mit dem Thema Trans schon seit 3 Jahren beschäftige. Fahrt vielleicht erstmal nach Timbuktu und setzt euch da in einen Café und probiert da einfach mal die Männertoilette aus, wo es vielleicht auch nur eine einzige gibt. Und probiert es ruhig auch öfters aus, weil es ist immer so, dass man sich irgendwie beim ersten Mal denkt, das ist schon irgendwie komisch, jetzt auf die andere Toilette zu gehen. Muss aber nicht heißen, dass es generell sich nicht richtig für euch anfühlt. Dann könnt ihr natürlich auch viel mit eurer Kleidung herum experimentieren. Das sind natürlich alles keine Indizien darauf, dass ihr wirklich trans seid. Ich meine, jede Cis-Frau kann auf eine Männertoilette gehen und muss sich auch nicht unbedingt total unwohl fühlen dabei. Oder es gibt auch ganz viele Cis-Frauen, die Männerklamotten tragen, aber nicht, weil sie sich als Mann fühlen, sondern weil es halt manchmal einfach gemütlicher ist. So, da gibt es tausende Gründe für. Ich sag nur, das sind halt alles Dinge, die zusammengerechnet euch weiterhelfen können, herauszufinden, ob das Richtige ist. So, das war's jetzt auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und weitergeholfen. Genau. Und dann könnt ihr mir gerne Vorschläge in die Kommentare schreiben, was ihr als nächstes sehen wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis bald und gebt nicht auf, haltet durch. Ihr werdet das irgendwann rausfinden, was das Richtige ist. Genau. Ich bräuchte eigentlich einen Stuhl oder irgendwas. Klappe die erste. Boah, ich brauche irgendwas. Ich habe das Gefühl, das ist immer noch nicht so das Wahre. Alter, was machen denn immer diese Flusen hier in meinen Videos? Und Profi, ey.